Hier ist für euch Young Song King und es darf getanzt werden. Ihr dürft hier tanzen übrigens oder Polonaise tanzen. Dass ich aus Dresden komme, hört ihr ja. Und ich beginne mit einem Lied, das ich vor mehr als einem Jahr inmitten des zweiten Lockdowns geschrieben habe. Das ist das Lied Apropos Reset. Mit dem Begriff Reset könnt ihr sicherlich das eine oder andere anfangen. Es ist ein nachdenkliches Lied mit heiterem Unterton. Ein sehr bekannter Schlagersänger hat mir mal erzählt, dass man den Fans nie sagen sollte, welche Partei man wählt. Drum sag ich nicht die Farbe. Ein klitzekleiner Hinweis nur, ursprünglich ging es der Partei mal um die Natur. Sie ich werde manchmal Liedermacher genannt, sehe mich aber nie als Liedermacher, denn das war ich nie. Es hat sich so entwickelt. Ich würde gern den Virus für den großen Reset benutzen. Wirklich Musiker und darf das deswegen sagen, weil ich es auch studiert habe an der Musikhochschule. Und zwar aber E-Gitarre. Langsam nicht mehr passen, wenn's mal ernst wird, dann sieht man auf, wen man wirklich bauen kann. Diese Partei, die kreuzt sich nicht mehr an. Vielen Dank. Ich hatte bis vor kurzem eine Gitarre, wo schon die Decke mal irgendwann, weil ich aus Versehen drauf getreten bin, kaputt war, wo ich bloß ein Klebeband drauf gemacht habe. Das war die Gitarre, die einfach gut geklungen hat. Ich bin der Meinung, dass Instrumente durchaus ihren Klang verbessern, wenn sie viel gespielt werden. Und diese Gitarre habe ich viel gespielt und die klang einfach auch gut. Die habe ich schon lange gespielt. Es ist keine Gitarre, die sich besonders gut spielen lässt. Aber ich war einfach gewöhnt, drauf zu spielen. Die Brille ist mein Markenzeichen. Kann sich jeder besorgen bei DM. 10 Euro. Abends habe ich früher sehr oft rumgezappt am Fernseher. Lanz will heute nur Maischberger, hart aber fair. Doch seit ich mal im Sommer auf ner großen Demo war und dann am Abend in der Glotze ganz was anderes sah, konnte ich mal sehen, wie man da die Wirklichkeit verbot. Diese Treffen am Palais-Teich, das waren also sozusagen die ersten Corona-Maßnahmen-Gegner-Treffen, die es hier in Dresden gab. Die wirkten eher wie ein grünen Parteitag vor 30 Jahren. Da waren Leute, die haben irgendwie auf dem Kopf gestanden, andere haben gestrickt, wieder andere haben Lieder gesungen und gebetet und meditiert, keine Ahnung. Also das war so, wie die Grünen früher waren. Als ich dann tags drauf die Kiste doch noch mal anmachte, startete erstmal ein Software-Reset und ich dachte, apropos Reset. Ich komme eigentlich von der Rockmusik, um nicht zu sagen ursprünglich sogar vom Punk eher. Das war der Grund, warum ich angefangen habe, Musik zu machen. Zu DDR-Zeiten war Punk nie bloß einfach das, was es im Westen war, also sozusagen irgendwie eine Subkultur, sondern das war Opposition auch. Und da kamen viele Impulse sicherlich auch für die jugendliche Opposition aus diesem Bereich, auch textlich vor allen Dingen. Es gab ja Rockmusik in der DDR, die offizielle Rockmusik, ne, die auch offiziell kam. Und dort hatte sich dann eben halt ein Sektor gebildet, der alternativ war. Und das war subversiv, der kam ansonsten eigentlich auch in den Medien nie vor. Es gab da so einen Film, der hieß Flüstern und Schreien, das ist auch zu empfehlen. Das war eine Dokumentation über 4 Rockbands. Silly, Feeling B, Sando, der damals natürlich die Jugendlichen unwahrscheinlich inspiriert hat. Das war, glaube ich, 88 und hier noch einen der begehrten Aufkleber, die man damals von der Band bei Live-Konzerten kriegen konnte. Sando war auch in dem Film, kam aus Cottbus, Born in the GDR, war der große Hit von denen. Ja, ich bin mit 13, 14 Jahren eigentlich schon zu solchen Konzerten gegangen. Mit 16 bin ich eingestiegen in eine Punkband aus Dresden, die auch sogar erwähnt wird bei Peter Richter in seinem Buch 8990.
das ist gar nicht so unbekannt. Der hatte also damals genau über die Szene hier in Dresden berichtet. Ja, das hat mich damals inspiriert, Gitarre zu spielen, und ja, dann habe ich das studiert und danach, wie die allermeisten auch meiner Kommilitonen, einfach so eine Mischung aus Unterricht. Dann war ich auch eine ganze Zeit selbstständig so als Lehrbuchautor und Softwareentwickler sozusagen für Lernsoftware. Und ja, dann irgendwelche Mucken und so weiter. Also so ein Mischprogramm, bis dann eben halt Corona kam und sich jetzt diese Sache ja, einfach eingefügt hat. Ein Abriss der Kleidungsvorschriften in der historischen Reihenfolge darbietet. Es fing schon allein damit an, dass ich nie gesagt habe, hallo, ich bin Musiker, ich möchte mal spielen, sondern dass hier in Dresden bei einer Demonstration gefragt wurde, ob denn jemand Musiker sei, der mal ein bisschen was spielen könnte, dann das ein bisschen auflockern könnte. Ja, da habe ich angefangen, was zu machen, was vielleicht auch die Leute ein bisschen mit animiert mitzusingen und so weiter. Also die ganze Sache nicht so bierernst. Es ist 2020 und der brave Mensch gewöhnt sich an ein neu befohlenes Pflichtaccessoire. Angst und Panik noch und nöcher, jetzt stoppt man die letzten Löcher, Maskenpflicht, erstmal für mindestens ein Jahr. Wie wir aus der Geschichte lernen, steht es leider in den Sternen, ob das jemals wieder anders wird. Unter Isolierschutzschichten drangsaliert von 1000 Pflichten steckt eine arme Menschenseele und friert. Und jetzt seid ihr dran, ihr wisst, was kommt. Welche Pflicht? Achtung, gleich geht's los. Alle mitsingen. Maskenpflicht, oh no. Maskenpflicht, oh no. Dann kam die nächste Einladung 14 Tage später, machst du wieder was? Und dann wollte ich natürlich nicht nochmal das Gleiche machen, musste mir wieder was ausdenken. Oder wie der Sachse singt. Maskenpflicht, oh nee. Scheiße, du. Maskenpflicht, oh nee. Ich hasse das Ding, du. Maskenpflicht. Es gibt also Lieder, die ganz schnell kommen und sofort da sind, wo man fast nichts falsch macht, sondern alles gleich kommt. Das ist ein Idealfall, das ist nie allzu häufig. Es ist nicht selten, dass ausgerechnet die Lieder dann am besten ankommen. Weigere die Pflicht, mach dich frei, zeig dein Gesicht. Isolation macht Menschen unglücklich. Yeah, 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 yeah. So. Und dann gibt es dem gegenüber am anderen Ende der Skala gibt es Lieder, an denen man ewig schraubt und macht. Hier nochmal ein Wort verändert, da nochmal ein Wort verändert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass trotzdem am Ende das Publikum niemals ganz sicher sein kann, ob das Lied, was es hört, so eins ist oder was anderes. Eine freie Impfentscheidung bzw. die Aussetzung der Impfpflicht. Hallo, liebe Demonstranten. Ich bin 1974 geboren, ich bin 1980 dann in die Schule gekommen. Viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Bevölkerungsschichten, aus verschiedenen politischen Orientierungen, mit verschiedenen Religionen und verschiedenen ethnischen Hintergründen, aus verschiedenen in der DDR, dort war ich sozusagen oppositionell, aber oppositionell im Sinne eher davon, dass man gesagt hätte, ja, wir reformieren den Sozialismus, ne? So, machen den offener, so ein Perestroika, Glasnost oder so. Eine Sache, die wahrscheinlich in der Geschichte niemals oder wahrscheinlich kaum wirklich auseinandergehalten wird. Demonstrationen vom Oktober bis zum November 89 waren Demonstrationen für Reform in der DDR, für einen reformierten Sozialismus. Ja, hier habe ich mir Artikel damals im Oktober 89 ausgeschnitten und auch aufgehoben. Denn das war unglaublich spannend, dass plötzlich die DDR-Massenmedien kritische Artikel rausbrachten oder auch eben halt Leserbriefe veröffentlichten
Was da wirklich interessant war, ist, dass man früh Not hatte, noch irgendwie eine Zeitung zu bekommen, weil sich plötzlich alle DDR-Bürger auf die Blätter gestürzt haben, die noch im Sommer einfach rumlagen, denn jeder war gespannt, was heute wieder Kritisches, Neues in der Zeitung stand. Also 180 Grad gedreht in wenigen Tagen. Hellhörig wurde ich an den Stellen meines Lebens, wo ich mich dem allgemeinen Tun verweigerte und eine eigene Entscheidung traf, denn damit bekam ich Ärger. Und dann kamen immer mehr, und wahrscheinlich waren das die Leute, die vorher eben halt doch lieber hinter der Gardine gestanden haben, kamen immer mehr Deutschland fahren, immer mehr Forderungen, wir wollen D-Mark oder wir wollen jetzt Einheit oder DDR fahren, wo das Emblem rausgeschnitten war und. Ich habe mir das jetzt auch öfters mal überlegt, dass die Wende eigentlich so ähnlich wie auch bei der Corona-Bewegung jetzt in den letzten Jahren eine Art Querfront war, die sich relativ schnell wieder aufgesplittet hat in das klassische Spektrum, politische Spektrum von ganz links bis ganz rechts. Im Endeffekt war es so, dass nach der Wende die ganzen Beteiligten sich im bundesrepublikanischen Parteienspektrum irgendwo verortet haben. Und ich bin eigentlich bei den Anfängen Neues Forum, Demokratie jetzt geblieben im Geiste. Die waren dann das Bündnis 90 und sind sozusagen in den Grünen aufgegangen. Und deswegen war ich über Jahre eigentlich der klassische Grünenwähler. Das hat sich tatsächlich jetzt spätestens mit Corona tatsächlich ins Gegenteil verkehrt, dass ich diese Position überhaupt nicht mehr verstehen kann. Und ich vermute, dass nie das Problem ist, dass ich mich geändert habe, sondern dass sich die Grünen geändert haben. Denn diese Schönheit und die Ruhe wird von einem Fließgewässer schwer gestört. Ein kleiner Bach hält uns in Schach, Kraft seines Wassers sorgt er hier für Krach durch unser Tal. Da geht ein lauter Bach, der macht nen fürchterlichen Krach. Und jeder, der sich einmal sein Getöse anhört, versteht, warum ein lauter Bach uns stört in unserem Tal. Da geht ein lauter Bach, den Leuten auf die Nerven Tag und Nacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt eben halt was Politisches ist, aber das ist, wenn ich Dinge beurteile, dann eigentlich oftmals unter diesem Aspekt, dem Freiheitsaspekt, der ja nur bei Corona oder bei allen Themen von Meinungsfreiheit eine Rolle spielt. Ein Ärgernis ist so ein lauter Bach, statt still und tief, da ist er laut und flach. Kommt aus dem Wald, hier durchgeknallt, was in den Köpfen furchtbar wieder. Das war bei Corona auch so, dass es jetzt mal eine Ausnahme ist. Und das wird immer wieder passieren. In unserem Tal, da geht ein lauter Bach, die Leute auf die Nerven Tag und Nacht. Warum bist du auf dieser Demo, auf den Demos allgemein? Es hat ja im Frühjahr 2020 angefangen und da war es für mich ein emotionaler Trigger, dass das nie richtig sein kann. Dass grundsätzlich der Ansatz nie richtig sein kann, dass man das Leben einstellt, um das Leben zu schützen. Das ist grundsätzlich ein Kreisel, der nie geht. Das ist Quatsch. Und alles, was aus dieser Idee heraus entsteht, das muss Quatsch sein. So, und das, was damit noch dranhängt oder was sich dadurch zeigt, dass die Leute das ohne mitmachen oder dass die Leute das verteidigen, das ist tatsächlich eine Gefahr für die Gesellschaft. Die Maske ist die Uniform. Wer sie nicht trägt, empfange Zorn. Wir werden unsere Kinder zwingen, Opfer für alle zu erbringen. Wollt ihr nur euer Lied brav singen? Gesundheit statt Freude, Hygiene statt Tod, Regeln statt Freiheit.
nahtlos über, dass das eine große Tabuthema gegen das nächste große Tabuthema ausgetauscht wurde. Und das große Tabuthema Corona war auch gar nicht das erste Tabuthema. Es ist das gleiche Prinzip und das ist wirklich sehr bedenklich. Hast du eigentlich vor Corona dann auch eigene Songs gespielt? Ich habe selber unveröffentlicht für mich selber einfach nur so was aufgenommen und auch versucht zu singen, weil ich habe keine Gesangsausbildung und auch jetzt in dem Sinne keinen Gesangsunterricht, nur mal so ein paar Stunden. Und das habe ich aber nur so für mich gemacht, wo ich auch selber ein bisschen getextet habe. Ansonsten komme ich von der Instrumentalmusik, also von E-Gitarre, Schlagzeug, Bass, Keyboard und natürlich auch elektronische Musik. Da habe ich mich auch viele Jahre damit befasst. Der erste Song von dir, den ich gehört hatte, war Schimpfen, Nein, Danke, Kasper geht Spaß haben, KGS. Und ich war da so inspiriert, weil ich dachte, dass das Menschen mit Humor sehen, das ganze Thema. Ich habe das damals allen möglichen Freunden von mir, die kritisch denken, in Stuttgart hin und her geschickt. Wie kam es denn auf den Song? Ja, wenn man fürs Impfen als Dank eine Bratwurst bekommt oder so, dann ist das schon Humor an sich. Also jemand, der das ernst sieht oder der das macht. Gut, jemand, der das macht, hat für mich auch Humor in gewisser Weise, weil das ist so absurd. Als erstes stelle ich mich gleich mal an der Bratwurst an. Wieso stehen hier denn keine Preise dran? Ach so, das ist heute kostenlos. Nur warum wollen die meine Gesundheitskarte haben? Hä? Wenigstens liegt hier ja die Getränkekarte aus. Mist, ich hab gar keine Brille da. Irgendwas mit Bion, das wird Bionade sein. Und Astra ist so Bier, das ist mir klar. Nur irgendetwas stimmt hier nicht, ich würd es gerne wissen. Immer wenn's was gratis gibt, wird man zum Schluss beschimpfen. Will ich aber nicht. Ich bleib fröhlich, fit und frisch. Schimpfen ist nicht gut fürs Herz, darum mach ich's nicht. Dass Leute das dann noch machen und nie sagen, nee, danke, aber die Bratwurst brauche ich nie. Dass sie wirklich die Bratwurst nehmen oder vielleicht sogar wegen der Bratwurst kommen. Das ist auch Spaß an sich, aber was eigentlich bei der Sache noch weiter eine Rolle spielt, ist der Zirkus, der darum gemacht wird und die Idee, dass man nur irgendwelchen blöden Nap anbringen muss und damit die Leute dahin zieht und die Leute das machen. Also immer wenn sowas ist, dann weiß man eigentlich, dass die Sache an sich einen Haken hat. Wir sind hier jetzt auf der Petersburger Straße, die hieß 1989 Leningrader Straße. Und auf dieser Straße formierte sich der erste Zug, an dem ich damals am 7. Oktober 1989 teilgenommen habe. Es gab damals die Ausschreitungen hier vorne am Hauptbahnhof und die Leute sind gekommen, einfach um zu gucken, was ist denn da los. Und dann geschah aus meiner Sicht sowas wie ein Wunder, dass die Leute plötzlich losgelaufen sind und sich eine spontane Demonstration gebildet hat, der sich immer mehr Leute angeschlossen haben. Denn die Stimmung zu dieser Zeit war tatsächlich explosiv. Die Leute haben gesagt, was kann uns noch passieren? Von dort hinten kamen wir, Prager Straße, das ist der Hauptbahnhof. Das ging hier rüber, es geht genau die gleiche Route, hier rüber über die, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Ich glaube, wir sind rechts abgebogen vorne. Das Ganze komplett illegal. Wir waren aber so viele, also ich habe am nächsten Tag auf Mittelwelle hier in Dresden gehört, dass Reuters irgendeinen Mann hier hatte und von 20.000 Leuten gesprochen hat. Es sind Leute aus der Bahn ausgestiegen, weil die Bahn sozusagen angehalten sind. Es sind Leute aus Häusern rausgekommen und haben sich angeschlossen. Das sind Sachen, die ich nie in meinem Leben vergessen werde. Und also muss ich auch immer, also wenn ich so eine Bilder sehe, konnte ich lange Zeit gar nicht sehen, weil dann kriege ich feuchte Augen. Das habe ich erlebt zu DDR-Zeiten, dass die Leute sich irgendwann, nachdem sie sich ja wegen allen möglichen immer berechtigt sozusagen in die Hosen gekackt haben, wenn es darum ging, die DDR irgendwo zu kritisieren und wo ja die Leute
weggesperrt wurden oder sozial hingerichtet werden, verfolgt wurden von der Stasi und so weiter, dass irgendwann sich eine große Masse gesagt hat, was soll's? Wir wollen hier nie weg. Wir wollen hier bleiben, was soll uns schon groß passieren? Und selbst die Drohung mit den Panzern, die da rumstehen und die kommen werden und dass die Leute erschießen werden, hat die Leute nicht mehr davon abgehalten zu sagen, was soll's? Ich lebe nur einmal. Alle haben mir gesagt, da kannst du nicht hingehen, das ist gefährlich und wie auch immer. Aber es waren einfach zu viele Leute, die, wie ich gesagt haben, ist mir jetzt scheißegal, so kann es nicht weitergehen. Ich gehe jetzt auf die Straße, ich sage das jetzt und wenn es für mich Konsequenzen hat und damals hätte es für mich dann auch irgendwann Konsequenzen gehabt, ich bin weggerannt, ansonsten wäre ich auch in Bautzen gelandet. Wie Freunde habe ich, oder nie Freunde, sondern Bekannte, ich habe später Leute wieder getroffen, die in Bautzen waren und die haben mir dann erzählt, wie es da war und wir wussten ja damals auch, wie es in Bautzen war. Da waren auf jedem Auto 30, 40 Leute, die wurden in Bautzen abgeladen und wurden dort 3 Tage oder 4 Tage in irgendwelchen Hallen im Gefängnis wurden die festgesetzt und geprügelt und was weiß ich nie. So. Das ist wahrscheinlich eine Rarität, weil das ist, glaube ich, ein echter Druck von der Aktion 1 Mark für Espenhain. Und ich glaube im Jahr 89 sogar noch original unterschrieben. Espenhain war ein Braunkohlekraftwerk, was also extreme Umweltverschmutzung verursacht hat. Und dort hat man dafür gesammelt, vielleicht eine neue Filteranlage einzubauen. Das ist eindeutig oppositionell. Das ist so ähnlich wie die Aktion, der Protest gegen das Rheinsiliciumwerk in Gittersee in Dresden. Also so kommunale Themen, die aber natürlich deswegen oppositionell war, weil alles, was gegen irgendeine politische Entscheidung in der DDR gerichtet war, war oppositionell, konterrevolutionär, antisozialistisch, wie auch immer. Bei mir ist es immer so, ich beginne eigentlich ohne Plan bei Dokus, beginne zu filmen und dann kristallisiert sich der Plan immer weiter raus. Das kenne ich teilweise von der Musik, aber auf jeden Fall von den Videos, dass die besten Ideen eigentlich immer erst während des Machens kommen und manchmal dann sogar die ursprüngliche Planung komplett von den Haufen geworfen wird, weil man so begeistert ist von dieser Zündung. Aber für mich ist das genau Leben. Frank, hör auf, du hast getrunken. Hören wir noch den Mutti schreien. Doch der Frank, der ist schon unten und steht für die Freiheit ein. Frank, hör ja, das ist deswegen eine interessante Sache, weil ich jetzt gerade gestern gehört habe, dass es auch Stimmen gibt, die sagen, was singt denn ihr so für lustiges Zeug bei euren Demos? So kann das ja nichts werden, ihr müsst aggressiver werden, dieses lächerliche Zeug und das passt nie zum Ernst der Lage und so weiter. Ich mache das aber nie, weil ich sage, dass wir was Lustiges brauchen und dass ich das jetzt mache und dass ich damit dann Erfolg habe. Darum geht es mir nicht, sondern ich mache immer nur Dinge, die ich selber gerne sehen würde. So. Sie verlangen das Schwergewicht in der grünen Politik des Bundestages. Da haben wir ja einigen Zuwachs an Gewicht bekommen in dieser Fraktion. Das ist doch egal, weil es gibt schließlich ein Recht auf einen eigenen Körper, dass man damit machen kann, was man will. Ich bin der Meinung, dass es ganz wichtig ist für uns alle, dass wir über Wasser bleiben und eine schlechte Stimmung, eine aggressive Stimmung, Hass, Depression und so weiter sind die besten Voraussetzungen dafür, dass man untergeht, dass man sich selber fertig macht, dass sich die Leute untereinander verstreiten. Das ist genau das, was dann im Endeffekt wahrscheinlich dazu führt, dass die ganze Sache vor allen Dingen von den Menschen, die es beobachten, nie ernst genommen wird. Denn fröhliche Menschen, optimistische Menschen sind anziehend, das sind Grundregeln der Psychologie. Und Menschen, die verbiestert sind, Menschen, die hassen, Menschen, die schimpfen, nein, danke, da kommen keine anderen Menschen dazu. Zum Neujahr 21/22 spielten Freundinnen und ich den Song Wenn die Stimmung kippt. Das ist ja schon in Richtung fast wie Partyschlager. Du hast wirklich ganz verschiedene Stile. Ja, wenn die Stimmung kippt, wenn unter einem Irrenhaus die Zeitbombe tickt, ja, wenn die Erde rutscht und der Wind sich dreht, dann ist es für die Mächtigen
Richtigen zu spät. Und das ist auch nie zufällig so, das soll immer alles so sein. Wenn die Stimmung kippt, ist zum Beispiel was ein bisschen inspiriert war von der großen Leipzig-Demo. Und wo ich dann auch, das war Jahresende 2020, wo dann auch das Thema Silvester dazu passte und so weiter. Also das sind dann alles so, ja, Machwerke, wo ich Dinge miteinander kombiniere und assoziiere. Und deswegen bin ich nie auf einen Stil festgelegt. 51 Schauspieler, die luden Videos hoch. 3 wurden von YouTube gelöscht, da waren es 50 noch. Schauspieler, die haben provoziert. Ein Shitstorm blies und schon haben sich 4 distanziert. Die Sache ist eben halt im Corona-Widerstand gewachsen, aber da die Leute nachfragen, haben sich andere Themen, andere Dinge ein bisschen in den Vordergrund geschoben. 46 Schauspieler, die haben Beifall gekriegt. Nur von den Falschen drum sind dann 2 weitere eingeknickt. Ja, also wenn der Vorwurf kommt, dass man bei Corona-Maßnahmen, Demonstrationen mit Rechten auf die Straße geht, dann wäre die logische Schlussfolgerung, dass diese Parteien, die uns das vorwerfen, uns anbieten, mit ihnen auf die Straße zu gehen. Aber genau das ist offenbar das Problem. So, also dann bietet doch diese Demonstration an oder bei allen anderen Themen. Mach Schluss mit der Qual, denn du hast die Wahl, dich selber zu befreien. Drum rege dich nun, komm raus, was zu tun und reih dich bei uns ein. Heraus, heraus für Freiheit, wollen wir spazieren gehen. Ein Helm und ein Schlagstock, schüchtern und ein, wir haben das Recht, auf der Straße zu sein. Das Lied A-Land und B-Land, ne? Du kennst das ja auch. Das ist ja deutlich im Eindruck des Einmarschs der Russen in der Ukraine entstanden, des völligen Themenwechsels und der großen Überraschung, dass das Leben vorher geschützt werden sollte und jetzt aber sozusagen einfach im Krieg wieder geopfert wurde. Und sitzt der Soldat auch im Bomber allein, sicher kann er nur mit Maske sein. Und hockt er im brennenden Panzer, dann ist erlaubt, dass er sie kurz mal absetzen kann. Gut ist, dass das Militär beschließt, dass man Covid-Testzentren nicht beschießt. Und auch, dass der Scharfschütze vor jedem Schuss die Patronen gut desinfizieren muss. Die neueste UNO-Resolution heißt Schutz der Soldaten vor Infektion. Damit man im Fernsehen nur Bilder sieht von gesunden Soldaten im sauberen Krieg. Schlimm ist die Pandemie, doch das Beispiel von A-Land und B-Land, das lehrt, es kehrt, es kehrt, es kehrt. Das Lied A-Land und B-Land. Ich wollte eigentlich, hatte irgendeinen Termin, wollte zum Sport oder sonst wie was und hatte aber nur ein kleines bisschen angefangen, dazu was zu schreiben. Und das Ganze wurde aber so schnell ein Schwall, dass es nur 2 Stunden ungefähr dauerte, bis alles zusammen war. Und ich aber dann gesagt habe, so, jetzt ist ein guter Moment, da gehe ich eben halt nie zum Sport, dann mache ich das Lied lieber fertig, so, damit ich es auch am nächsten Tag spielen kann. Nach hohen Verlusten verständigt man sich. Ab jetzt ist der Kampf auch mit 3G möglich. Ab Mitternacht reicht nun ein gültiger Test, dass man einen Mann an die Frontlinie lässt. Doch die Ungeimpften im Hinterland, die haben inzwischen sehr wohl erkannt, dass es zwischen Impfung und Maske und Krieg wahrscheinlich einen Zusammenhang gibt. Die toten Soldaten, die merkten zu spät, dass es Herrscher nie um Gesundheit geht. Nur darum, dass jeder stets wie ein Soldat ihren Befehlen zu folgen hat. Ich denke mal, was sich durchzieht, ist, dass ich immer ein Problem mit Herrschaft
habe mit sozusagen mit Übergriffigkeit. Ist gut, doch die Freiheit wiegt schwerer und fordert nun Blut. Mit 14, 15, 16 bin ich dann mit Tamtam doch zu DDR-Zeiten aus der DSF ausgetreten, damals als der Sputnik verboten wurde und so, wurde dann zum Direktor zitiert. Das war natürlich im Vergleich zu vielen anderen immer noch harmlos, aber zu DDR-Zeiten war das eben wirklich war das sozusagen schon was Seltenes und eine Erfahrung. Ja, wie gesagt, dadurch bin ich dann natürlich direkt in die DDR-Bürgerbewegung und in die Wende geraten. Und ehrlich gesagt ist es auch so gewesen, dass ich Gegendemonstration, Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Ich wollte mal fragen, ob ihr wisst, dass der Punk gesundet ist. Jetzt nicht mehr für Anarchie, sondern gegen Pandemie. Wir haben schwarz und rot die Stimmen, neuerdings für das System. Ja, meine erste E-Gitarre habe ich mir vom Jugendweihgeld in der DDR gekauft. Das waren gebraucht paar hundert Mark der DDR. Das war eine tschechische Gibson-Lizenz, Jolana hieß die. Und ja, irgendwann ging das natürlich nicht mehr. Irgendwann musste eine Bassgitarre her. Dann in den 90er Jahren. Irgendwann, das war so ungefähr im Juni 2020, hatte ich mir dann überlegt, nimmst bekannte Lieder. Die Zeit war voll von Tabus, von Wörtern, die belegt waren von neuen Wörtern, wissenschaftlichen Begriffen aus der Epidemiologie und so weiter, die von früh bis spät durch die Medien geisterten. Und das war natürlich eine schöne Spielwiese, um das mit bekannten Titeln, die die Leute kennen, zu kombinieren und das dann ein bisschen umzudichten. Impfpflicht bedeutet ja praktisch ein G, das zumindest meint Michael Weger. EG, EG, 2G und 3G sind dann auch passé. Ich glaub, die machen diesen Mist, weil zu viel Impfstoff übrig ist. Mit Logik hat das nichts zu tun. Ich bin da sozusagen eine One-Man-Show und mache das alles selber. Habe da nur ein billiges, kleines Videoprogramm und auch keine ordentliche Kameraausrüstung. Deswegen habe ich nie allzu viele Videos, wo ich selber zu sehen bin, sondern versuche dann immer irgendwie das technisch umzusetzen, entweder mit billigsten Animationen oder mit entsprechenden Einblendungen, je nachdem, wenn es sich um aktuell-politische Themen handelt oder so. Lass sie froh und munter sein und sich auf die Impfung freuen. Mutig, mutig, tralalala. Bald schon sind die Langzeitfolgen klar. Bald schon sind die Langzeitfolgen klar. Jan, es ist jetzt Ende Oktober 2022 und wir kennen uns schon einige Monate. Ich glaube, wir haben uns das erste Mal im Februar getroffen, war auf einer Demo hier in Dresden, oder? Mhm. In der 2G-Zeit. 2G war so eine Bezeichnung nur für Geimpfte und Genesene war das meiste erlaubt. Genesen galt man 3 Monate nach einem positiven Test, zuerst 6 Monate, dann war man schon wieder ein Ungeimpfter.
Und es gab da diese Smartphone-App, Darf ich das? Eine Sache, die habe ich damals dokumentiert bei der Reise nach Dresden, weil ich wollte sehen, darf ich in Dresden übernachten? Als sogenannter Ungeimpfter. Und das war ein Flickenteppich in Deutschland, wirklich in den verschiedenen Bundesländern, teilweise auch verschiedenen Städten schon, gab es unterschiedliche Regeln, was man durfte und was nicht. In aller Regel durfte man fast alles als Geimpfter, sogenannter Geimpfter oder Genesener. Im Bahnhof habe ich einen Kiosk gesucht, um mir ein Wasser zu kaufen und fand einen Laden für Tabakprodukte, Zigarren und so Geschichten. Und am Eingang stand 2G, Eintrittsregel, nur für Geimpfte und Genesene. Als Ungeimpfter darf man sich keinen Tabak kaufen, für ihre und unsere Gesundheit. Der Winter 21/22 war ja für mich eine sehr, sehr düstere Zeit und für sehr viele, die so wie wir sogenannte Ungeimpfte sind, wo man gesellschaftlich ausgeschlossen wurde, gemobbt wurde. Treffen sich zwei Leute, sagt der eine, wissen Sie, es gibt doch diese elenden Impfgegner, kennen Sie die? Die müsste man zum Schweigen bringen, notfalls mit Gewalt. Ich hoffe ja, die machen ernst und die Impfpflicht kommt bald. Wir kennen uns ja schon seit Monaten von diesen Demos. So ist es, ja. Wie kommt es, dass du hier bist? Was geht dir durch den Kopf? Warum gehst du her? Ja, ich denke, das kann man ganz einfach ausdrücken. Ich bin mit dieser Corona-Maßnahmenpolitik überhaupt nicht einverstanden. Da werden Menschen gequält. Ja. Ich leide darunter, wir leiden alle darunter, wir leiden wirtschaftlich darunter. Und es hat diese Maßnahmen, die haben doch das Schlimmste aus den Menschen hervorgebracht. Ich kann nur eins sagen, ich denke immer wieder, es wird aus den Menschen wirklich das Böse, das Schlechte, das Gemeine, das Niederträchtige, das Denunzianten, all das wird aus denen herausgeholt. Ja? Ich finde es furchtbar. Dagegen muss man doch ein Zeichen setzen. Ja, also deswegen komme ich hierher, um irgendetwas getan zu haben. Die Stadt erschien mir, ich erinnere mich noch, wie praktisch alle deutschen Städte um die Zeit, wie eine Filmkulisse. Ich ging durch und konnte mir alles von außen anschauen, aber reingehen durfte ich in das Allerwenigste. Aber die anderen gingen rein und raus mit QR-Codes, die eben 2G waren. Vor allem war es ja unmöglich zu sagen, wie lange das andauern würde. Es fühlte sich realistisch an, dass es immer schlimmer wird und vielleicht permanent immer schlimmer für uns sogenannte Ungeimpfte. Über Impfpflicht reden wir, die war vor 6 Monaten noch Verschwörungstheorie und nächste Woche wird darüber im Bundestag abgestimmt, über eine Verschwörungstheorie. Ja, sage ich absurd. Ich habe teilweise auch mit Leuten gesprochen, die dem Druck tatsächlich nicht mehr standhielten und dann sich die Impfung holten und sogar unterschreiben mussten, dass sie die dann wollen, denen es psychisch bis heute schrecklich geht damit. Ich glaube, das ist so eine furchtbare Zeit, das ist was man im Nachhinein vielleicht ganz schwer nachvollziehen kann, wenn man nicht selber dabei war. Vielleicht wirst du in uns nur ein paar Hirnverbrannte sehen, zu dumm und zu naiv, den Sinn der Regeln zu verstehen. Vielleicht gibst du uns Schuld daran, dass wieder eine Welle kam und dein Sohn nicht in die Schule kann. Ganz egal, wie's auch ist. Ich renn jetzt weg, bis demnächst, tschüss, junger Polizist. Soweit ist es schon, dass Menschen, die eigentlich geachtete Persönlichkeiten sind, zu Aluhutträgern erklärt werden, weil sie eine bestimmte Meinung haben. Also die einfach aus dem Diskurs ausgegrenzt werden. Vielleicht denkst du, man sollte einfach offen debattieren, anstatt hier ein Exempel der Gewalt zu statuieren. Vielleicht sogar da fühlst du dich so ausgenutzt, denn eigentlich schützt du paar eitlen Herren ihr Prestige. Ganz egal, wie's auch ist. Ich renn jetzt weg, bis demnächst, tschüss, junger Polizist. Ja, das ist der Mechanismus, wie Gesellschaften auseinandergetrieben werden, dass Menschen in Gruppen eingeteilt werden. Die Argumentation
die ist dann eigentlich immer die gleiche, dass sich diejenigen, die diskriminieren, sich als die Guten wählen, als das, ja, was sollen wir denn anders machen? Das ist doch ganz klar, das ist doch ganz logisch, es ist doch auch für euch gut oder so ungefähr, ne? Das ist das, was sozusagen eigentlich allen Leuten endlich die Augen öffnen müssten, dass das Böse in die Welt immer im Namen des Guten gekommen ist. Und das war ein Beispiel, wie im Namen des Guten natürlich wieder Menschen gefunden wurden und denen man dann einen Stempel geben konnte. Du sagst, ich will, dass Menschen sterben, weil ich anderer Meinung bin. Und solche wie ich wären schuld, dass wir im zweiten Lockdown sind. Wenn sich die Mehrheitsmeinung über Minderheitenmeinungen lustig macht, und das hat ja viel Mainstream-Satire gemacht in der 2G, 3G-Zeit, das ist, finde ich, etwas sehr Hässliches. Ich weiß von einigen Leuten, die wirklich ganz erleichtert waren, als sie plötzlich merkten, da ist jemand, der sozusagen unsere Erfahrungen verarbeitet und das sogar noch humorvoll verarbeitet. Das ist etwas, was ja, ganz unerwartet und sehr gut für viele war. Jan Song King und ich bin der schwurbelnde Liederkönig aus Dresden. Vielleicht hört man es ein wenig, der medizinische Fehlinformationen verbreitet unter dem Deckmantel der guten Laune. Wir haben heute hier gutes Wetter, deswegen habe ich gleich am Anfang ein bisschen was Sommerliches rausgesucht. Zum Beispiel, wir hatten noch nie sicherlich eine Fußballmannschaft gegen einen stärkeren Gegner gewonnen, weil sie ihn aufgebaut haben, sondern wohl eher, weil sie ihn abgebaut haben und gesagt haben, ja, die kochen auch bloß mit Wasser, müssen wir mal gucken, was wir gegen die machen können. Und guckt mal hier, es gibt, ich glaube, zwei Dinge, bei denen man keine Angst haben kann. Das eine ist das Singen und das andere ist das Lachen. Ne? Wo man ihn verhaften lässt, liest Sascha laut das Grundgesetz. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Menschen, die alle das Gleiche wollen, die alle, das ist eine riesige Energie und diese Energie fühlt man. Und Humor oder auch Musik, die wir auch fühlen, Tanzen, das sind alles, das ist alles positive Energie, die wir in die dunklen Machenschaften einsetzen. Ja, man muss ein Zeichen setzen, dass die nicht einfach durchregieren. Hast du eigentlich vor 2020 schon demonstriert? Würdest du sagen, du bist Demonstrant? Nein, gar nicht. Gar nicht? Ich bin nicht so der Demonstrationstyp eigentlich. Eigentlich seit der Corona-Sache, das ist mir doch arg aufgefallen, dass man da was unternehmen muss. Und das Einzige, was wir machen konnten, ist auf der Straße gehen und unseren Unmut dagegen kundzugeben. Auf friedliche Art natürlich. Jetzt fast schon 2 Jahre mache ich jeden Mittwoch eine Demo. Wir können ja auch nicht mehr das Gleiche spielen, weil manche Lieder haben schlichtweg nur 4 Wochen funktioniert, weil dann das Thema weg war. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt noch ein Lied über Jens Spahn als Gesundheitsminister singe, kann ich halt nicht mehr machen. Das konnte ich nur so lange machen, wie er Minister ist. Vielleicht sollte man auch einfach nicht zu viel quatschen. Vielleicht ist es ja gut, wenn die Leute sich vorstellen, dass ich auf irgendeiner geheimnisvollen Höhle sitze und dann inspiriert werde im Trance oder so. Ein kleiner Bach hält uns in Schach. Kraft seines Wassers sorgt er hier für Krach durch unser Tal. Da geht ein lauter Bach, der macht nen fürchterlichen Krach. Und jeder, der sich einmal sein Getöse anhört, versteht, warum ein lauter Bach uns stört in unserem Tal. Da geht ein lauter Bach, den Leuten auf die Nerven Tag und Nacht. Jawohl, klatscht mal ein bisschen mit, ihr habt heute verstärkt nur die Füße bewegt, auch die Arme müssen mal ein bisschen die Muskulatur gelockert werden. Ein Ärgernis ist unser lauter Bach. Statt still und tief, da ist der laut und flach. Kommt aus dem Wald, hier durchgeknallt, was in den Köpfen furchtbar widerhallt. In unserem Tal, da geht ein lauter Bach, den Leuten auf die Nerven Tag und Nacht. So, Leute, eine Zugabe gibt es. Das Feedback, was ich bekomme, ist in der Regel so, dass die Leute genauso wie du mir einfach nur sagen, dass es ihnen was bringt.
Da gibt es nichts Besseres, was ein Musiker oder ein Kreativer hören kann, als dass die Leute was damit anfangen können. Wie gesagt, das einzige Kriterium, was für mich bei der Auswahl oder bei der Arbeit gilt, ist, mir muss es selber auch gefallen. Ich müsste mich, wenn ich das sehe, müsste das gut finden. So. Hast du eigentlich irgendwelche Roadies, die dir helfen, wenn du zu Konzerten fährst? Die allermeisten Musiker, die ich kenne, können sich keine Roadies leisten. Das ist ganz klar. Und außerdem habe ich hier auch nie viel. Passt alles schön in den PKW rein. Da brauche ich keine Roadies, mache ich alles selber. Das Wichtigste ist, dass man nichts vergisst. Denn dann ist es zu spät. Schon mal passiert? Zum Glück noch nicht, nee. Das ist mein Albtraum. Wo fahren wir jetzt hin, Jan? Wir fahren nach Kamenz, 30 Kilometer ungefähr von Dresden weg. Maskenpflicht, oh no. Maskenpflicht, oh no. Maskenpflicht, oh no. Maskenpflicht, oh no. Mensch, verweigere die Pflicht, mach dich frei, zeig dein Gesicht. Isolation macht Menschen unglücklich. Wie viele Lieder würdest du sagen, hast du im Repertoire? Ich habe insgesamt 70, vielleicht 80 Lieder, ja genau, 80 Lieder, die jetzt eher eben halt, die ich auf Demonstrationen spielen könnte oder gespielt habe, mal spielen konnte, je nach Thema. Und dann habe ich aber noch 30, 40 Lieder, inklusive so kleiner Medleys, die so unpolitisch sind, dass ich so auch auf Familienfeiern spielen könnte. So viel Reinlichkeit in der Covid-Zeit. Hab grad deine Hand berührt, hast sie gleich desinfiziert. So viel Reinlichkeit in der Covid-Zeit. Ich überlege gerade sehr viel wegen dem Titel unseres Films. Ich hatte jetzt Flüstern und Lachen als Arbeitstitel, weil Flüstern und Schreien, der Film über Punk in der DDR. Aber was denkst du dazu? Naja, Lachen ist tatsächlich was mir viele sagen, dass das mein das Markenzeichen ist. Aber ja, bei Flüstern wüsste ich jetzt eben halt nie ganz genau, wo ich flüster, weil Flüstern war zu DDR-Zeiten so ein Synonym für, was man heimlich sagen musste. Und da bin ich ja nun nie ganz so, dass ich ein Blatt vorm Mund nehme. Wobei, vielleicht kann man es so verstehen, ich weiß, also bei meinen Stuttgarter Freundinnen und Freunden in der ganzen Corona-Zeit, es gab einige, die sich nicht getraut haben, öffentlich was zu sagen, aber zum Beispiel deine Lieder toll fanden und dann haben wir sie uns hin und her geschickt. Also man kann sagen, das Lachen, aber das Flüstern ist vielleicht, dass du Dinge aussprichst, die viele nicht aussprechen oder ausgesprochen haben. Obwohl ich immer denke, dass ich sie gar nie ausspreche, sondern darüber spreche und sie sich dadurch von selbst aussprechen. Der größte Feind im ganzen Land. Oh je. Der hält ein Büchlein in der Hand. Oh je. Seine kriminelle Masche, er zieht das Buch aus seiner Tasche, bevor man ihn verhaften lässt, liest Sascha laut das Grundgesetz. Da kommen ja Leute auf mich zu und mit den verschiedensten Meinungen, aber was ich sehr häufig erlebe, ist, dass die Leute schildern, dass ihnen das hilft, die Lieder und so weiter, und ihnen hilft auch ein bisschen zu lachen. Und eine erzählte mir letztens nach dem Konzert, dass ihr Vater 3-mal geimpft und ist, glaube ich, Pfarrer, christlicher Pfarrer, und steckte eigentlich eher so ein bisschen auf der anderen Seite, also auf der Seite derer, die die Corona-Maßnahmen verteidigt haben. Und sie sagte dann aber, sie hat ihn mal im Auto gezwungen, meine Lieder zu hören, und seitdem ist er immer lockerer geworden und musste selber auch lachen, und da war irgendwie das Eis zwischen den beiden getaut. Und was Schöneres kann es eigentlich nie geben, dass sozusagen die Musik was bewirken kann bei den Leuten, und sei es nur, dass sie einfach
auch mal über sich vielleicht lachen können oder dass ihnen irgendein Licht aufgeht. Also das ist tatsächlich wirklich das Allergrößte, was man erreichen kann. Treffen sich zwei Leute, sagt der eine, wissen Sie, ich hab bemerkt, der Müller, der trägt seine Maske nie. Wie ich den kenne, treibt er sich mit Querdenkern herum. Ich würd ihn sofort rausschmeißen, der bringt uns alle um. Wie ist es denn für dich, so in kleineren Orten aufzutreten gegenüber den großen Demos? Ja, also die kleineren Orte sind auch alle unterschiedlich, aber in der Regel sind dort gemessen an der Einwohnerzahl immer mehr Leute auf der Straße. Das wäre dann immer so vergleichbar, als ob jede Woche in Dresden montags 10.000 oder 20.000 Leute auf die Straße gehen würden, gemessen an der Einwohnerzahl. Und man merkt, dass die Leute sich dort kennen, viele Familien, viele Freundeskreise, und dass die mehr zusammen machen, als nur montags zusammen demonstrieren zu gehen, sondern das sind richtige Netzwerke. Warte mal, ich kann hier. Begrüßt ihn mit mir mit einem donnernden Dosenapplaus. Jansen Kind! 1, 2, 3, Soundcheck. So, wir müssen mal gucken, dass es jetzt hier klappt. Ich bin ein klein wenig zurückgetreten hier in das Zelt hinein, weil es sonst koppelt. Ja, es koppelt jetzt sogar jetzt schon. Muss ich noch ein Stück zurück. So, also das machen wir ein bisschen leiser. So geht es. Ja, das erste Lied, ein paar Tage nach Totensonntag. Ich hatte es in meinem Telegram-Kanal schon geschrieben. Das muss ich heute hier spielen, denn es ist für einen Freund, der leider viel zu früh von uns gegangen ist. Der Mackie, mit bürgerlichen Namen Matthias Bosch, war eigentlich hier in Ostsachsen eine ganz bekannte Figur im Corona-Widerstand. Das Interessante war, dass er eigentlich aus der CDU kam, Kontakte auch mit Michael Kretschmer hatte und von seinen Ämtern zurückgetreten ist, weil er mit dieser Corona-Politik nie einverstanden war. Mensch, Mackie, hätte ich geahnt, dass du uns verlassen musst. Ich hab dir doch was schreiben wollen, ich hätte damit nicht warten sollen. Das Zögern rächt sich und du hast es gewusst. Ich mach mir eine Flasche Rotwein auf, die ich mit deinem Geist zusammensauf. Und eine warme... Aber das hat uns schon ganz schön mitgenommen, weil der Mackie wirklich ein so seltener Mensch vom alten Schlage war, könnte man so sagen, von denen es nicht mehr allzu viele gibt und wo man sich mindestens gewünscht hätte, dass er dann vielleicht noch erlebt, wie jetzt ja sozusagen scheibchenweise ihm Recht gegeben wird. Mensch, Mackie, wie wir dich kennen und dich lieben, wirst du nun deinen Abgang nicht bereuen und dich über uns hier freuen und behaglich in Gottes Frieden ruhen. Der Applaus gilt unseren Mackie. Ja, eine Rubrik in meinem Schaffen, sagen wir es mal so, sind die Energie- und Rohstoffcharts. Da will man dem Volk den Gashahn abdrehen, wird's auf die Straße gehen. Ein bisschen Gas muss sein, das sieht sogar Frau Baerbock ein. Böller, 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 Havarie, in der Pipeline sind 4 Lecks morgen. Ich habe nie gesagt, Leute, jetzt bitte darf ich jetzt mal meine Meinung hier schreien, flüstern oder wie auch immer oder singen, sondern ich bin da reingewachsen und zwar von Anfang an auch sozusagen die Funktion eher ein bisschen Unterhaltung reinzubringen, weil alles andere hatte man ja schon. Also ernst genug war es, sodass man den Ernst nie noch mit ernster Musik unterstreichen musste. Bye bye Olaf, bye bye, ciao und tschüss. Da du, vergiss nicht
jetzt hier noch eine Schaum korrumpiert. Was Kriminelles könnte das schon sein? Nichts bleibt geheim. Frau von der Leyen, Frank, hör auf, du hast getrunken. Hören wir noch den Mutti schreien. Doch der Frank, der ist schon unten und steht für die Freiheit ein. Im Winter 21/22, als es mit der Diskriminierung sogenannter Ungeimpfter besonders schlimm war, das hat mich ja direkt betroffen, da haben wir immer sehr, sehr gerne, meine Freundinnen und Freunde und ich, Videos aus Sachsen angeschaut, weil wir dachten, die Protestkultur ist hier ganz besonders. Es gab eine Zeit, in der vor allem in Sachsen die Menschen sehr widerspenstig waren. Das war aber nie die Zeit um Weihnachten, Januar rum, ne, so ja, Januar 22, das war so die Zeit, wo es Richtung Impfpflicht ging, sondern das war die Zeit im Herbst, wo dann die ersten Versammlungsverbote kamen und so weiter. Da fing das an mit den Montagsspaziergängen in Sachsen, den illegalen, den sogenannten illegalen, wo also nichts angemeldet wurde, sondern einfach nur spaziert wurde. Da kamen ja dann noch die Hundertschaften aus dem Westen an. Dann fing es aber an, dass eben halt in ganz Deutschland, überall, in Baden-Württemberg, in Hessen, in Niedersachsen, überall die Leute zu Tausenden montags spazieren gingen. Ohne Plakate, ohne Sprechchöre, einfach nur da eventuell ein paar Trommeln oder ein paar Trillerpfeifen. Aber sozusagen meistens unangemeldet, auf Fußwegen. Und das war eine Sache, unter anderem eine Sache, die ich auch allen Leuten sozusagen zu bedenken geben möchte, dass in keinem Land, vermutlich in keinem Land der Welt, eine derartige Breite an Protest gegen die Corona-Maßnahmen gewesen ist und vor allen Dingen auch so fundamental, so weit unten, unorganisiert wie hier in Deutschland. Und das ist eigentlich etwas, da können wir wirklich mal stolz sein auf unser Land, und das ist ein wunderschönes Bild, was dieses Land abgegeben hat, wenn es um zivilen Ungehorsam geht, wenn es um Freiheit geht, wenn es um Selbstbestimmtheit geht. Ausgerechnet da Deutschland nämlich das Vorbild war. So, das wird natürlich nie erzählt, und meiner Meinung nach wird das auch Widerstand viel zu wenig erzählt. Ja, dass die da oben, sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, dass die nie gerne darüber erzählen wollen, dass das ein Bild von Deutschland ist, das ist mir schon klar. Aber wir sollten das mal sagen, dass wir auch Deutsche sind und dass dass das alles Deutsche waren oder Leute, die in Deutschland leben, die spazieren gegangen sind. Ja, überall, nämlich nie bloß im Osten, sondern im Westen, im Norden, im Süden, an der Küste, in Bergen, überall. Es tut so gut, unter Menschen zu sein, die sich nicht hinter Masken verstecken, die ihre Seele nicht mit ständig wechselnden Fratzen und Floskeln verdecken. Menschen, die gegen die Schwerkraft der Mehrheit bestehen und Häme ertragen. Menschen wie ihr seid es, die mich auf bessere Zeiten zu hoffen wagen. Mancher sagt, alles ist traurig, mancher sagt, alles wird schlimmer. Mancher sagt, wir sind zu wenig, doch ich sag, für ein kleines Fest reicht es immer. Mancher sagt, alles ist traurig, mancher sagt, alles wird schlimmer. Mancher sagt, wir sind zu wenig, doch ich sag, für ein kleines Fest reicht es immer. Für die Zuschauer dieses Films eine Botschaft zum Schluss vielleicht? Ich würde denken, dass es überschätzt wird, wie gefährlich es ist, irgendetwas zu sagen oder so. Wenn nämlich je mehr Leute keine Angst davor haben und je mehr Leute es sagen und je mehr Leute konsequent sind, desto weniger wird es für die Leute schwierig sein. Denkt daran, dass es viel leichter ist, sich morgens aufzustehen und in den Spiegel zu gucken. Das ist leichter, als sich jeden Morgen rauszuquälen und die anderen ihren Sieg feiern zu lassen. Denkt auch daran.
Morgen kommt's Gesundheitsamt, kommt mit seinen Vorgaben. Kind darf nur im Zimmer sein, Essen kommt durch Türspalt rein. Guten Rat von dem Verein,